Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus Christus eines Tages zu dir sagen wird: Ich kenne dich, mit Bezug darauf, ob du heidnische Feste wie beispielsweise das Weihnachtsfest gefeiert hast oder eben nicht? Heute widmen wir uns dem Thema Weihnachten weniger historisch, sondern rein logisch und wie immer gestützt auf die Heilige Schrift. Beginnen wir mit der ersten Gruppe, den Unentschlossenen. Viele wissen nicht so recht, was sie tun sollen. Feiern oder nicht feiern, ein bisschen, ganz oder gar nicht. Sie stehen irgendwo dazwischen und genau hier liegt auch das größte Risiko für sie. Eine kurze Veranschaulichung kann dir gut zeigen, warum das so ist. Denn wenn etwas aussieht wie ein Apfel, riecht wie ein Apfel und schmeckt wie ein Apfel, dann ist es ja auch ein Apfel. Das ist dann keine Meinung mehr, sondern das sind nachvollziehbare Fakten, gestützt auf Beobachtungen, Evidenz und Logik. Und wenn Weihnachten aussieht wie ein heidnisches Fest, riecht und schmeckt wie ein heidnisches Fest, wenn es zudem voller heidnischer Symbole ist, mit einem klar definierten heidnischen Datum, und über das selbst weltliche Medien sagen, dass es kein christliches, sondern ein heidnisches Fest ist, dann ist es auch rein sachlich betrachtet, rein logisch betrachtet, ein heidnisches Fest. Es ist dann keine Wertung mehr oder persönliche Meinung, sondern eine 100%ige Feststellung. Doch viele, die das wissen, feiern trotzdem, aus Gewohnheit heraus oder weil es schön ist. Aber das Problem ist, wenn jemand weiß, dass etwas nicht in Ordnung ist und es dennoch tut, handelt er gegen sein eigenes Gewissen. Wenn also unser Herz oder unser Gewissen, der Mensch, der wir innerlich sind, uns verurteilt, anklagt, und zwar auf eine ganz natürliche und gerechte und göttliche gebotene Art und Weise, denn die gibt es ja auch, dafür wurde ja das Gewissen überhaupt erschaffen, dann hätten wir keine Freimütigkeit zu Gott oder in Gott. Man verliert die Freimütigkeit. Wir würden sogar so weit gehen, dass man ein Stück Beziehung in diesem Moment gegenüber ihm, also Gott, einbüßt. Wegen diesem Fehler, wegen dieser Sünde, wegen dieser schlechten Sache, die das Gewissen beschwert. Folglich muss das hohe Ziel bleiben, strebt nach Heiligung, gemäß Hebräer 12, Vers 14. Auch wenn das eine andauernde Herausforderung für uns Menschen ist. Aber wenn wir uns ein gutes Gewissen vor Gott bewahren, dann behalten wir auch unsere Freimütigkeit zu Gott. Und jetzt kommen wir zurück zum eigentlichen Thema, dem Weihnachtsfest. Wenn du die Heilige Schrift, sein Wort genau betrachtest, dann wirst du auch sehr, sehr schnell feststellen und nachvollziehen können, was Gottes Wert- und Moralvorstellungen sind. Und es gibt einen Gräuel, den Gott für besonders widerwärtig hält: Götzen und Götzendienst. Natürlich gibt es immer wieder gewiefte Christen, die einzelne Textstellen bewusst zur Rechtfertigung oder zur Stütze heranziehen, um ihr Leben so zu leben, wie sie es wollen. Aber entscheidend bleibt immer der Kontext der Heiligen Schrift. Dein persönliches Gewissen und natürlich auch die daraus resultierende Beziehung zu deinem Gott. Wir halten also fest, dass die feste Speise denen gehört, die die Milchkost verlassen wollen und die danach streben, mehr über Gott zu erfahren, um letztlich mit ihm in einer starken Symbiose zu leben. Schauen wir uns dazu einen weiteren Text an. Es ging um die Frage, dürfen Christen Götzenfleisch essen? Ich zitiere: Alles, was auf dem Fleischmarkt verkauft wird, das esst, ohne um des Gewissens willen nachzuforschen. Ohne um des Gewissens willen nachzuforschen. Denn die Erde ist des Herrn und was sie erfüllt. Das heißt, alles, was darauf ist. Wenn euch aber jemand von den Ungläubigen einlädt und ihr wollt hingehen, so esst alles, was euch vorgesetzt wird. Achtung, ohne um des Gewissens willen nachzuforschen. Ein zweites Mal betont Paulus hier das Gewissen. Wenn aber jemand zu euch sagt, das ist Götzenfleisch, Achtung, jetzt kommt's, so esst nicht davon. Um dessen Willen, der es euch angezeigt hat, also spricht vom Gastgeber, und um des Gewissens willen. Gestützt auf 1. Korinther 10, die Verse 25 bis 28. Warum sagte das Paulus? Das Gleiche hatten wir schon auch bei Johannes gelesen. Der Hintergrund war das heidnische Opferwesen in Korinth. Dort wurde fast jedes Tier einem Gott oder Götzen geopfert, bevor es auf dem Markt landete. Und die Christen fragten sich zu Recht, dürfen wir jetzt dieses Fleisch essen oder nicht? Das ist eine klare Anweisung von Paulus, die Gott ihm gegeben hat. Nicht, weil das Fleisch grundsätzlich böse wäre, sondern wegen deines Gewissens und deiner in Verbindung stehenden Beziehung zu Gott, die darunter leidet. Dann des anderen, in dem Fall des Gastgebers, damit du nicht den Eindruck bei ihm, bei den Dritten erweckst, du würdest am Ende diesen Götzen sogar noch ehren. Und es geht auch um das Gewissen deiner Mitbrüder, die vielleicht in dieser Hinsicht schwach sind, noch nicht das Unterscheidungsvermögen haben, aber zu Fall gebracht werden können. Es hat also dreifache Bedeutung. Bedeutung für dich, Bedeutung für den Gastgeber und Bedeutung für die Brüder.
Paulus spricht hier die geistliche Reife an. Freiheit zu haben, auf der einen Seite etwas zu tun, aber auch dein und das Gewissen des anderen zu respektieren. Das Ganze steht im Spannungsfeld der persönlichen Freiheit versus Nächstenliebe. Kurze Erinnerung, Abo plus Glocke ist gleich kein Video mehr verpassen. Er sagt, wenn du es nicht weißt oder nicht danach fragst, explizit, dann kannst du es essen, dann ist es in Ordnung. Aber wenn du bewusst fragst, ja, oder du bekommst heraus, dass das Fleisch vorher Götzen geopfert wurde und dein Gewissen dich jetzt aufgrund dieser Erkenntnis anklagt, ja, dann ist es problematisch. Denn jetzt würdest du nicht nur gegen dein Gewissen handeln, und das in voller Absicht, sondern auch gegen Gott. Merkst du was? Sobald ich also Erkenntnis, Informationen über eine Sache erlangt habe, schaltet sich immer auch das Gewissen sofort ein. Ob ich mich an einer Sache beteiligen kann oder es lieber lassen sollte. Genau hier kommen wir zu Parallele Weihnachten zurück. Wenn ich also weiß, dass Weihnachten einen heidnischen Ursprung hat, wie den Saturnalien, Sol Invictus, der Wintersonnenwende, den Gaben in Form von Geschenken und vieler anderer Symboliken, dann ist das genauso, wie Paulus sagte, wenn dir aber jemand ausdrücklich sagt, dass es Götzenopfer ist. Was ist dann seine Empfehlung? Dann sagt er ganz klar, dann meide es. Nochmal, dann meide es. Wenn Paulus schon beim Fleisch diese klaren Anweisungen Gottes den Christen in Korinth übermittelte, wie sieht es dann eigentlich damit aus, wenn es sich um ein viel größeres, vielleicht sogar das größte heidnische Fest der Welt handelt? Wenn ich es aber dennoch feiere, dann besteht die Möglichkeit, dass Jesus zu mir sagen könnte, ich kenne dich nicht, weil du alles rund um dieses Fest wusstest und du es dennoch getan hast. Kommen wir jetzt zur zweiten Gruppe. Diejenigen, die entschlossen sind, Weihnachten zu feiern. Hier gibt es 3 Untergruppen. Erstens, die sogenannten Starken im Gewissen. Sie sagen zu sich selbst und auch zu anderen oft, ich bin stark im Glauben. Ich weiß, dass keine Götzen existieren. Ich kann das ohne Probleme feiern. Sie wissen schon, dass das Fest auf heidnischen Bräuchen aufbaut. Aber ihre Logik lautet wie folgt: Ich stehe über dem Götzentum, weil Christus in mir lebt. Paulus sagte, wer glaube, er stehe fest, solle zusehen, dass er nicht falle. Die zweite Untergruppe, das sind die Schwachen im Gewissen. Und das ist eine besondere Gruppe, auf die die sogenannten Starken, biblisch gesehen, christlich gesehen, Rücksicht nehmen müssten, normalerweise. Diese Gruppe sagt, ich weiß, dass es heidnisch ist, aber ich will trotzdem feiern. Viele, die aus einer religiösen Enge kommen, zum Beispiel auch von den Zeugen Jehovas, wollen einfach wieder Freude erleben, endlich dazugehören, endlich das tun, was früher verboten war. Das ist nachvollziehbar und das verstehen wir auch. Doch in Wahrheit begleitet viele von ihnen auch ein schlechtes Gewissen. Nicht alle, aber viele von ihnen. Drittens, es gibt noch die, die gar nichts prüfen. Sie feiern einfach, weil es alle feiern, weil es sich gut anfühlt, weil es einfach Tradition ist, weil man das so macht. Am 24., 25. Dezember, weil man es eben schon immer so gemacht hat, über Generationen hinweg. Hier ist vielleicht die Gleichgültigkeit das Problem. Denn wer nicht prüft, könnte auch blind handeln. Und Jesus selbst sagte, wenn ein Blinder einen Blinden führt oder anleitet, fallen am Ende beide in die Grube. Wenn du zu dieser Gruppe gehörst und nie wirklich geprüft hast, aber irgendwie innerlich spürst, da stimmt was nicht, was hinter diesem Fest steckt, dann schau dir bitte unser früheres Video zum Thema Weihnachten an. Der Link ist unten in der Beschreibung zu finden. Darin erklären wir ganz genau, was wirklich gefeiert wird und warum das wirklich wichtig ist zu wissen. Paulus schreibt, dass die Starken, die Schwachen nicht zum Straucheln bringen sollen. Sie sollten lieber verzichten, als jemanden in Versuchung zu führen. Wer also laut sagt, ich feiere, weil mein Gewissen das mir erlaubt und dabei anderen zeigt, dass sie schwach sind, handelt nicht aus Liebe heraus, sondern aus einer Art Selbstrechtfertigung. Denn die Liebe sucht nicht das ihrige, sondern das Wohl des anderen. Und jene, die feiern, nach außen hin, lautstark, ja, obwohl das Gewissen flüstert, das ist nicht richtig, handeln gegen sich selbst und gegen das, was er längst weiß. Es ergibt, rein logisch betrachtet, eine 50-50-Chance. Vielleicht sagt Jesus, ich kenne dich. Vielleicht sagt er aber auch, ich kenne dich nicht. Denn er wird die Herzen prüfen. Aber das Risiko bleibt natürlich und es ist absolut unnötig hoch. Man wird es erst am Ende herausfinden. Und das ist das eigentlich Traurige oder Tragische daran. An einem Punkt, wo man dann nichts mehr ändern kann. Deswegen machen wir diese Veröffentlichung. Zum Nachdenken. Und dann gibt es natürlich noch die dritte Gruppe. Das sind die, die sich bewusst entschieden haben, heidnische Feste, wie zum Beispiel das Weihnachtsfest, nicht zu feiern. Für viele ist das der schwerste Weg. Denn sie stehen oft ganz alleine da, als eine Art Spielverderber, als die, die keine Freude mehr haben. Besonders für ehemalige Zeugen Jehovas ist das ein Dilemma oder oft ein Problem und doppelt beladen, also doppelt negativ.
Jahrelang war alles verboten und jetzt, wo man frei ist, ausgetreten von den Zeugen Jehovas, könnte man ja endlich mitmachen. Aber man entscheidet sich trotzdem dagegen. Das ist eine sehr, sehr starke Geisteshaltung. Nicht, weil es die Zeugen Jehovas sagen, sondern weil man es selbst für sich geprüft hat und für sich eine klare Entscheidung getroffen hat. Das ist ein echtes Opfer. Es ist eine Form der Enthaltsamkeit, an weltlichen, heidnischen Festen eben nicht teilzuhaben. Aber nicht nur ehemalige Zeugen Jehovas entscheiden sich gegen heidnische Feste, wie das Weihnachten. Immer mehr Christen prüfen das auch für sich und sehen sich die Ursprünge an und sagen zu sich, nein, das will ich auf gar keinen Fall tun. Dass der Name Jesu mit einem Götzenfest in Verbindung gebracht wird oder vermischt wird. Wer also verzichtet, tut das nicht, weil er nichts fühlt oder keine Gemeinschaft pflegen will, sondern weil er Gott mehr liebt als das Gefühl von Geselligkeit zu bestimmten Zeitpunkten. Er reißt sich, biblisch gesprochen, den Arm aus, der ihn vielleicht zum Straucheln bringt. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 29 und 30, wenn dich deine Hand zum Straucheln bringt, reiße sie aus. Es ist besser, dass du ein Glied verlierst, als dass dein ganzer Leib in die Gehenna oder in die Hölle geworfen wird. Es bedeutet, lass lieber etwas los, das dich bindet, auch wenn es weh tut, als dass du an etwas festhältst, was dich von Gott trennt. Und diese Haltung ist es, die Jesus anerkennt. Denn selbst wenn jemand verzichten würde, und Jesus später sagt, das wäre gar nicht nötig gewesen, würde er ihn dafür aber nicht tadeln, richtig? Aber wenn jemand verzichtet und es war aufrichtig, dann wird Jesus ihn nicht nur loben, sondern bestätigen, dass dieser Verzicht vielleicht auch richtig war. Dann erkennt man, dass es sich gelohnt hat, dieses Opfer zu bringen. Deshalb ist die logische Schlussfolgerung hier ganz klar. Die Wahrscheinlichkeit, dass Jesus bei der dritten Gruppe sagt, ich kenne dich, du warst treu, du hast nicht an heidnischen Festen teilgenommen. Die Wahrscheinlichkeit liegt in Bezug auf heidnische Feste dann bei 100%. Eben weil jener keinen Anteil an diesen Festen hatte. Es geht heute nur um den Gedanken, Anteil an heidnischen Festen zu haben. Jesus beurteilt natürlich noch wesentlich mehr, um sagen zu können, ich kenne dich. Das ist uns schon bewusst. Aber wir beleuchten heute in dieser Veröffentlichung nur das Thema heidnische Feste, besonders das Weihnachtsfest. Und es geht um die zentrale Frage, kann Jesus am Ende zu dir sagen, ich kenne dich? Das geht es. Das wollen wir eigentlich alle erreichen. 3 Gruppen, 3 Wege, 3 Ergebnisse. Erstens, die Unentschlossenen. Sie haben 100%iges Risiko, dass Jesus sagt, ich kenne dich nicht. Zweitens, die feiern. Sie haben mindestens ein 50%iges Risiko, weil sie zwar wissen, aber nicht danach handeln und möglicherweise sogar noch Schwächere gefährden. Und drittens, die Gruppe der Nichtfeiernden. Diese haben eine 100%ige Sicherheit, bezogen auf heidnische Feste wohlgemerkt, ja? Eine 100%ige Sicherheit, sodass Jesus ganz klar sagen kann, ich kenne dich. Nicht, weil sie perfekt oder vollkommen sind, sondern weil sie die Beziehung zu Gott, die Beziehung zu Jesus über alles andere stellen. Und zwar aus der inneren Überzeugung heraus. Das ist Logik. Keine Emotion, kein Druck, sondern eine klare, nüchterne, biblische Betrachtung. Und ob du stark oder schwach bist, ob du jetzt feierst oder ob du nicht feierst, das kannst nur du selber entscheiden. Prüfe daher dein Herz. Wenn du wissen möchtest, was wirklich an Weihnachten gefeiert wird, wir haben, wie gesagt, dazu bereits ein ausführliches Video gemacht. Den Link findest du noch einmal unten in der Beschreibung. Es ist immer besser, etwas loszulassen, aber von Jesus die Antwort zu bekommen, ja, ich kenne dich und du warst treu. Gott segne dich.